Die Polizei in Hamburg rüstet sich für eine Demonstration am Abend, bei der rund 2000 Muslime, aber auch Islamisten im Stadtteil St. Georg erwartet werden. Das Hamburger Bündnis für Palästina und Muslim Interaktiv haben dazu aufgerufen. Offiziell heißt es von den Veranstaltern, sie wollen ein Zeichen für alle Muslime setzen, die unter Besatzung, Vertreibung und Genozid leiden. Muslim Interaktiv steht aber auf einer verbotenen islamischen Verbotsliste hier in Deutschland. Zuletzt hatten Demonstrationen von Muslim Interaktiv bundesweit ja für Aufsehen gesorgt, weil dort unter anderem die Errichtung eines Kalifats gefordert wurde. Bei mir im Studio begrüße ich nun Eren Güvercin, Islamexperten von der Alhambra-Gesellschaft. Guten Tag, Herr Güvercin. Guten Tag. Wenn wir jetzt schon davon ausgehen müssen, dass Tausende Pro-Palästinenser bei dieser Demonstration sein werden. Muslim Interaktiv hat also wieder seine Finger damit drin. Wie sehen Sie die Lage? Was droht uns da heute Abend? Das haben wir ja schon kurz nach dem 7. Oktober ja erlebt, dass Muslim Interaktiv sehr schnell diese Nahost-Thematik und den 7. Oktober und die Entwicklung danach für ihre propagandistische Zwecke sehr klug ausgenutzt hat. Sie haben sozusagen die Gunst der Stunde genutzt, um ihre Kalifatsideologie an vor allem die jungen Leute mit ihrer Kalifatsideologie zu indoktrinieren, indem sie sagen, dass die Lösung für den Konflikt im Nahen Osten die Etablierung eines Kalifats sei. Und sie machen ja auch gar keinen Hehl daraus, wenn man so in den sozialen Medien, wo sie sehr, sehr aktiv sind, ihre Videos und Beiträge verfolgt, dass sie das Existenzrecht Israel ablehnen. Sie setzen Israel immer in Anführungszeichen und sie machen das auf eine sehr emotionale Art und Weise, versuchen sie gerade auch für solche Demonstrationen junge Muslime zu mobilisieren. Und ich fürchte, dass sie das auch heute Abend schaffen werden und dass wir da 2.000, 3.000 vor allem junge Menschen in Hamburg sehen werden heute. Sie haben eben gesagt, Sie sind sehr aktiv. Ja. Sie sind aber auch sehr erfolgreich. Das muss man da wirklich sagen. Vor allen Dingen auch auf TikTok. Also Absolut. Wo kommt dieser Erfolg her? Warum vor allen Dingen auch junge Musliminnen schließen sich dem an? Das Kalifat ist was aus dem Mittelalter. Ja, aber sie machen das sehr subtil. Wenn man sich so die Menschen sich anschaut, die Vertreter der Muslim Interaktiv, die man vor der Kamera sieht, die Hintermänner sind nicht sichtbar. Das sind sehr charismatische Leute, die auch die Jugendkultur und die Popkultur für sich nutzen. Also sie könnten genauso gut auch Gangster-Rapper sein. Und sie vermitteln jungen Muslimen so ein Gefühl, dass sie Teil einer ganz besonderen Bewegung sind. Sie vermitteln ihnen ein Überlegenheitsgefühl. Und das trifft anscheinend bei Teilen der jungen Muslime, die hier in Deutschland geboren und sozialisiert sind, auch auf fruchtbaren Boden. Und da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr aufmerksam sein. Und diese Gruppierung Muslim Interaktiv gehört ja, und das ist allen Beobachtern eigentlich klar, dieser pan-islamistischen Kalifatsbewegung Hizb ut-Tahrir an. Und das Kuriose ist, dass diese Hizb ut-Tahrir-Bewegung bei uns hier in Deutschland seit 2003 seit über 20 Jahren mit einem Betätigungsverbot belegt ist. Aber wir beobachten, dass sie in den letzten vor allem 6, 7 Jahren, aber nach dem 7. Oktober noch mal intensiver dieses Instrument der sozialen Medien, TikTok, Instagram, YouTube für sich nutzen. Und sie haben heute, über 20 Jahre nach diesem Betätigungsverbot, viel mehr Reichweite, als sie vor diesem Betätigungsverbot je hatten. Und das ist, glaube ich, ein Alarmsignal für uns als Gesellschaft, aber auch für unsere Politik, diese Bewegung sehr gut im Blick zu behalten und sie halt auch auf Grundlage dieses Betätigungsverbots auch klar gegen diese Bewegung vorzugehen. Ja, aber warum handelt der Staat dann nicht? Muslim Interaktiv steht auf einer Verbotsliste, ist aber noch nicht verboten. Und wir haben die Diskussion ja bereits seit fast einem Jahr, seit dem 7. Oktober 2023. Also da denkt man immer, die Innenministerin kündigt viel Worte an, aber handeln tut sie nicht. Das erleben wir ja nicht nur bei Muslim Interaktiv. Vor einigen Wochen wurde ja das Islamische Zentrum Hamburg, was schon seit Jahrzehnten ein klarer Ableger des Terrorregimes Teheran ist. Da gab es ja jahrelang Diskussionen und erst wirklich sehr, sehr spät wurde zum Glück das IZH verboten. Und bei Muslim Interaktiv und den anderen Plattformen, das ist nicht die einzige Plattform von Hizb ut-Tahrir, beobachten wir die ähnliche Zurückhaltung. Und es gab nach dem 7. Oktober diverse Durchsuchungen im Umfeld von Muslim Interaktiv, aber bis heute haben wir noch keine Durchsetzung dieses Betätigungsverbots. Und ich glaube, es gibt halt auch auf Seiten
vieler deutscher Muslime auch diese Haltung, dass man viel klarer gegen solche Gruppierungen, die ganz offen gegen unsere demokratische Grundordnung hetzen und ein Kalifat fordern, das Existenzrecht Israel ablehnen und vor allem junge Muslime, die empfänglich sind, 14, 15, 16-Jährige, mit dieser Ideologie vergiften. Und da müssen wir als Gesellschaft, aber vor allem die Politik, klarere Grenzen setzen. Wie soll man dieses Problem, aber wie kann man dieses Problem in den Griff bekommen? Gerade die jungen Menschen, die Sie gesagt haben, die so leicht zu überzeugen, zu faszinieren sind. Muss da mehr in den Schulen getan werden oder muss da auch neben den Schulen mehr getan werden, dass man den Jugendlichen tatsächlich auch Anlaufstellen bietet und vor allen Dingen die sozialen Netzwerke? Und wir müssen darüber reden. Absolut. Die Steuerung, die ist nicht in Deutschland, die ist in den USA, in Japan, in China. Wird da zu wenig getan? Das müssen wir uns auch klar machen. Verbote sind gut, um diese Strukturen zu bekämpfen, um die Handlungsmöglichkeiten solcher Ideologen einzudämmen. Aber mit einem Verbot verschwindet das Problem nicht. Und der eigentliche Anspruch muss natürlich sein, gerade junge Muslime, die empfänglich sind für so eine Propaganda, so gut zu stärken, dass sie sich eben nicht in diese Richtung sich radikalisieren. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir in den sozialen Medien Gegennarrative brauchen und vor allem erwarte ich auch von uns Muslimen, deutschen Muslimen, die ganz klar demokratisch sind und die Werte unserer Demokratie auch verteidigen, dass wir auch Haltung zeigen. Also man kann einiges von der Politik fordern und da fordere ich auch sehr viel und da ist man manchmal, muss man ein bisschen länger fordern, dass es da auch konkrete Schritte. Aber nicht nachlassen. Aber es braucht auch mehr Haltung von uns Muslimen. Und da müssen wir unsere Eigenverantwortung wahrnehmen, uns auch ganz klar positionieren, wenn so eine Gruppierung auf einmal in Hamburg auf die Straßen geht und ein Kalifat fordern. Und da braucht es mehr Widerspruch von uns Muslimen. Eren Güvercin von der Gesellschaft Alhambra. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Hoffen wir mal das Beste, dass es heute Abend nicht so ausgeht wie erwartet. Dankeschön. Vielen Dank.